Vom 20. bis 24. Juli hat die ISS wieder SSTV-Bilder runtergesendet. Das war wieder genauso ein Event wie auch schon im Februar, an dem ich auch teilgenommen habe. Und mein eigentlicher Plan war es eigentlich, mein Notebook zu nutzen mit einem RTL-SDR.com Version 3, einer FM-Trap und einem LNA for All, um das Signal stärker zu kriegen. Das Ganze wollte ich diesmal nicht an eine Jahr gerne schließen, da die Überflüge alle nachts waren, also wirklich um 3 Uhr nachts oder sowas. Wollte ich nicht aufs Feld fahren, sondern das Ganze automatisch aufnehmen lassen mit einer V-Dipole-Antenne. Und diese wollte ich dann einfach auf ein PVC-Rohr setzen. Das habe ich auch gemacht mit einem 3D-gedruckten Adapter, damit die auch ordentlicher drauf sitzt. Und die wollte ich dann aus dem Dachboden raushängen, aus dem Dachfenster. Dann wäre die etwa 2,5 Meter über dem Dachfenster gewesen. Der erste Pass für mich bei diesem Event war mit 14 Grad nicht gerade toll. Allerdings konnte ich den auch so aufnehmen, weil es dann nicht so spät in der Nacht war. Und ich halt am nächsten Tag arbeiten musste natürlich. Leider ist mir dann das Notebook kaputt gegangen. Das war ein bisschen blöd. Mir ist etwa 30 Sekunden, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte. Ich war quasi gerade die Daten am Suchen, um die auf den Server zu schieben. Und dabei ist dann ein Bluescreen gekommen und nachdem ist das Notebook nicht mehr angegangen. Ich habe gedacht, das wäre einfach nur überhitzt. Nach einer Stunde bin ich dann mit dem Wecker, habe ich mich wecken lassen. Und habe dann geguckt, ob ich dann nochmal das Autorecord anschalten kann, damit er vielleicht noch ein paar Pässe von der ISS empfangen kann. Allerdings ging das Notebook kurz an, etwa 5 Minuten und bevor ich den Raum verlassen hatte, war es schon wieder im Bluescreen und war wieder aus. Das heißt, leider ist dieses Notebook Schrott gegangen, war kaputt. Und ja, deswegen habe ich in der ersten Nacht leider kein Autorecord nutzen können und habe so dann die 3 weiteren Überflüge, die wirklich von der Höhe ganz gut waren, ich glaube, die waren um die 70 Grad rum, also wirklich gut, leider verpasst. Da mein Laptop ja gestern leider den Geist aufgegeben hat, muss ich jetzt hier oben aufnehmen, also versuchen, die ISS zu empfangen. Sind hier auf dem Dachboden und ich lade jetzt hier gerade noch den Booster auf, damit der für heute Abend auch aufgeladen ist, komplett, weil er die ganze Nacht halt funktionieren muss dann. Und ja, ich werde dann diese schöne V-Dipole-Antenne nutzen. Weiß nicht, ein bisschen überbelichtet ist gerade, aber das ist die Antenne. Ihr seht, habe ich die hier wieder auf so ein PVC-Rohr draufgeklebt, einfach mit Klebeband und einem 3D-gedruckten Adapter oben. Und ja, die hat gestern schon ganz gute Dienste geleistet, aber dann ist ja leider der Laptop kaputt gegangen. Und ja, deswegen, da der Laptop nicht funktioniert und ich aber trotzdem was aufnehmen will und ich leider keinen zweiten Laptop einfach mal so rumliegen habe hier, deswegen werde ich Folgendes nutzen. Ja, ihr seht hier richtig, das ist der meiner. Den werde ich benutzen, um die ISS zu empfangen. Ist halt auch Windows, ist ein normaler Windows-PC eigentlich. Hat zwar jetzt 3 Grafikkarten im Moment, ist auch ziemlich eingestaubt, das muss ich noch ändern gleich. Und ja, den werde ich dann hier oben vom Server verfrachten nach da hinten, auf diese Kiste, die da steht. Und daneben steht dann später die Antenne. Und da wird dann das USB-Kabel angeschlossen vom SDR und fertig. So, ich habe jetzt alles aufgebaut. Der meiner steht und ist ein bisschen sauberer als vorher. Nicht komplett sauber, wie er sein sollte, aber er läuft. So, wie man sieht, habe ich hier alles aufgebaut. Die oberen beiden Grafikkarten laufen jetzt auch nicht mehr, obwohl der meiner an ist im Endeffekt. Das liegt einfach daran, dass ich einfach Angst habe, dass es zu viele Störungen gibt. Und zwar habe ich hier oben das SDR für das Flightradar, was ich hier noch betreibe. Und da gab es halt sehr viele Störungen, wenn die Grafikkarten auf voller Leistung liefen. Und deswegen werde ich das jetzt lassen und halt mich nur aufs Empfang der ISS konzentrieren. So, die Antenne ist draußen am PVC-Rohr. Wie man sieht, die grüne Lampe leuchtet am Booster, das heißt, der ist auch an. Die Aufnahme der ISS mit dem Miner hat in der Nacht vom Freitag auf Samstag sehr gut geklappt und ich habe im ersten Pass, der nur 22 Grad hatte, immerhin einen Teilbildschirm bekommen. Der zweite und dritte Pass war mit maximal 75 Grad schon ganz gut und da habe ich dann fast perfekte Bilder bekommen, einmal 5 von 12 und 4 von 12. Der letzte Pass der Nacht war mit 56 Grad ein bisschen schlechter, aber ich habe immerhin fast ein komplettes Bild bekommen, nämlich das Bild 2 von 12. Die Nacht vom Samstag zum Sonntag ist leider dagegen nicht so toll verlaufen. Der erste Pass war auch nur sehr schwach mit 14 Grad Höhe.
Allerdings habe ich dann trotzdem versucht, mit meiner Yagi und einem Baofeng, also so einem günstigen chinesischen Funkgerät, zumindest irgendwas zu empfangen auf dem Feld, weil es da auch noch nicht so spät war. Leider war genau zu diesem Zeitpunkt, hatte die ISS nicht eine Pause von 2 Minuten zwischen den Bildern, sondern eine Pause von etwa 7 Minuten, was dann ungefähr die komplette Zeit des Überflugs war, wodurch ich dann etwa am Ende des Überflugs nochmal das Signal bekam, beziehungsweise da hat die ISS angefangen, ein Bild zu übertragen erst. Habe aber trotzdem, obwohl ich es nur mit dem Mikrofon von so einem kleinen Aufnahmegerät aufgenommen habe, also inklusive Windgeräusch und Co., habe ich trotzdem einen ordentlichen Teil vom Bild 10 von 12 bekommen. Und ich finde, dafür, dass es halt wirklich nur mit dem Mikrofon aufgenommen hat, lässt sich das eigentlich ganz gut sehen. Vor allem bei so einem niedrigen Pass. Der nächste Pass war mit 56 Grad wieder ganz gut. Allerdings war genau zu dem Zeitpunkt, wo die ISS über mich hinweggeflogen ist, ein Gewitter, also ungefähr in dem Zeitraum war ein Gewitter mit sehr starkem Regen. Das heißt, ich konnte das Fenster auf keinen Fall auflassen, trotz Abdichtung, und musste die Antenne reinholen. Und ja, dann habe ich mich gefragt, was machst du jetzt? Du kannst die Antenne von innen, empfängst du nicht viel. Und ja, mir ist dann die Idee gekommen, hey, du hast doch eben die Yagi und das Baofeng benutzt und hast da noch bis, keine Ahnung, unter 10 Grad was empfangen. Versuche es doch einfach mal von drinnen. Das heißt, ich stand in dem Fall auf dem Dachboden und habe dann versucht, mit der Yagi und dem Baofeng, die ISS zu empfangen, während ich im Haus stehe. Und zu meiner Verwunderung, das hat funktioniert. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich einfach, weil die so ein heftiges Signal haben oder die Antenne so gut ist. Auf jeden Fall, es hat funktioniert. Ich war sehr erstaunt, als ich die ISS gehört habe auf einmal. Und ja, leider wegen dem Mikrofon, ich habe das wieder mit dem Aufnahmegerät aufgenommen, leider ist das Mikrofon übersteuert. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit der Lautstärke vom Baofeng. Deswegen ist das sehr schlecht zu erkennen, das Bild leider. Allerdings ist das ein Teil vom Bild 8 von 12. Der nächste Pass war mit 75 Grad wieder sehr, sehr gut und ich habe auch diesmal das SDR und die V-Dipole nutzen können. Leider hatte die V-Dipole aber eine Beschädigung, nämlich war das Kabel da lose. Das heißt, ich habe mit dem SDR leider nicht wirklich was empfangen. Allerdings habe ich gleichzeitig auch mit der Yagi und dem Baofeng aufgenommen, wieder von drinnen, aber diesmal mit einer USB-Soundkarte am Tablet. Das heißt, ich habe nur das Baofeng aufgenommen und keine Nebengeräusche gehabt und habe so fast das komplette Bild 7 von 12 bekommen. Die Fehler im Bild, gerade so in der Mitte, sind halt einfach dadurch entstanden, dass ich nicht mich schnell genug mitgedreht habe mit der ISS, als die auf maximaler Höhe war. Sonst wäre es wahrscheinlich ein perfektes Bild geworden. Für den nächsten Pass habe ich dann natürlich meine V-Dipole repariert, also das Kabel wieder dran geschraubt und so ein perfektes Bild, würde ich schon fast sagen, bekommen. Und zwar, das war das Bild 6 von 12. Und auch das Baofeng mit der Yagi hat wieder von drinne einen Teilempfang. Ich habe leider wieder das nicht hinbekommen, mich schnell genug mitzudrehen. Wenn man im Haus steht, ist es einfach schwer, sich irgendwie die Himmelsrichtung zu merken. Ein bisschen blöd, wenn man direkt eine Wand quasi vor der Nase hat. Aber das wäre theoretisch auch ein gutes Bild geworden, wenn ich mich schnell genug hätte mitgedreht. Aber ich habe die SDR-Aufnahme gehabt. In der Nacht vom Sonntag auf Montag hätte ich dann eigentlich noch einen 38 Grad Pass, einen 82 Grad Pass, einen mit 88 Grad und einen mit 32 Grad gehabt. Allerdings muss ich natürlich Montag arbeiten, das heißt, ich konnte nur Autorekord nutzen und wegen dem Regen musste die Antenne auch drinnen bleiben, also die V-Dipole. Das war aber nicht das größte Problem, nämlich das größte Problem war, dass das SDR eingefroren ist, und zwar schon vor dem ersten Überflug. Warum? Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es am USB-Kabel lag, was 3 Meter lang ist, oder an irgendeinem Treiberfehler. Ich weiß es nicht. Mittlerweile läuft das ganze Ding wieder ohne Probleme. Und naja, wer weiß. Ist halt Windows. Aber egal. Ich habe immerhin eine Aufnahme vom Baofeng an der V-Dipole noch gehabt. Allerdings war mein Tablet natürlich genau zu diesem Zeitpunkt leer und was halt irgendwie angegangen ist zwischendurch und ich das nicht gemerkt habe, weil es halt zugeklappt war. Das heißt, ich konnte wieder nur mit dem blöden Mikrofon aufnehmen, wodurch ich dann jede Menge Rauschen in der Aufnahme habe, wodurch das Signal kaum dekodierbar ist, weil da halt im gleichen Raum der Server steht und das Mikrofon sich dazu entschieden hat, mehr Servergeräusche, also Lüftergeräusche aufzunehmen, als das Geräusch vom Baofeng. Allerdings kann man auf dem Bild, was ich dekodieren konnte, das habe ich vom 88 Grad Pass zumindest irgendetwas erkennen und das wäre theoretisch Bild 12 von 12 gewesen. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst.
Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.